Eine Wüstendurchquerung ist auch heute noch eine Herausforderung. Wir haben viele gefragt, ob wir mit unserem VW-Bus T3 durch die Wüste kommen, und alle haben uns davon abgeraten. Wir machen es trotzdem und begeben uns auf unser größtes Abenteuer, durch die Hochwüste ohne 4x4. Wird das gut gehen oder sind wir völlig verrückt? Na, das fängt ja gut an. Das ist der Anfang zu unserem neuen Video und es ist wieder... Ach, hört bloß auf, wir fangen erstmal mit dem Platten an. Wir erzählen euch gleich, wie es losgeht. Ich wechsle mal den Reifen und dann fängt das Video an. Bevor wir uns aufmachen in die lebensfeindliche Hochwüste, besuchen wir einen magischen Ort. Wir brauchen etwas für die Seele und um Kraft zu schöpfen. Das ist Startvideo. Das muss sein. Genau, und so bereitet man sich auf einen Trip in die Berge vor. Mal nicht verständlich, aber total geil. Wir sind auf 1500 Meter und sind auf dem Weg in die Puna. Ab morgen geht's auf ins Hochgebirge. Und es geht ja darum, sich zu akklimatisieren. Ja, und deswegen sind wir hier und nutzen gleichzeitig diesen wunderschönen Ort. Ja, also unglaublich. Ja. Und wir können hier sitzen, bis die Sterne kommen, also bis die Sonne untergeht. Das ist richtig cool. Und dann geht's ab morgen auf in die Berge und wir wollen nicht wieder Höhenkrankheit, deswegen machen wir so ein bisschen langsamer. Ja. Nicht weit entfernt von den Thermen finden wir jemanden, der Reifen repariert. Das ist sehr wichtig, damit wir wieder 2 Ersatzräder haben, wenn wir in der Wüste sind. So, auf geht's! Reifen ist repariert und jetzt geht's ab in die Berge. Wir werden uns weiter akklimatisieren. Wir fahren heute bis auf 3300 Meter hoch. Da bleiben wir noch mal 1-2 Tage, um uns nicht gleich wieder aus den Socken zu hauen. Ja, Puna ist der Anfang unseres Andenabenteuers. Das geht also erst durch die argentinische Puna. Das ist eine der schönsten Wüsten der Welt. Und dann geht's ja immer weiter Richtung Norden. Also heißt Bolivien, Peru. Und die gesamte Andenregion ist ja so der letzte südamerikanische Teil, der wirklich indigen ist. Und da freuen wir uns total drauf. Also auch viele Farben etc. So, jetzt geht's langsam bergauf. Mal gucken, das sieht gar nicht so aus, als ob es so eine dolle Steigung ist. Ich denke, wird sich hier so langsam hochstängeln. Ja, die Puna ist halt eine Hochebene und deswegen müssen wir uns vorher akklimatisieren, weil wenn wir das nicht vorher machen, wir kommen da nicht mehr raus dann erstmal. Also klar, kann sich ans Auto setzen und ein paar Stunden fahren, aber wir wollen ja da oben bleiben und nicht wieder an der Höhenkrankheit leiden. Hi Pan, ja? Ach, schön. Ich habe hier... Na, wer bist du denn? Ich kenne dich doch gar nicht, du Schlabbriger. Ja, compro para probarla otra vez porque la hago de vez en cuando. Lo hice 3 veces hasta ahora, pero nunca puedo llegar a un resultado. Entonces hay que probarla más y probar otra vez. Y ver cómo ustedes lo hacen. Sí, no tengo problema en enseñarle tampoco. Si usted llega a volver. Schön, ich habe es gesehen. Cool. Fantastico. Und das ist halt in Südamerika immer das Gleiche. Also man muss die Augen aufhalten. Da ist jetzt nicht ein großes Schild oder das heißt ein Riesenladen, sondern es ist einfach irgendein kleines Schild an der Straßenseite, halb zugewachsen, wir verkaufen Brot. Du musst ein bisschen suchen und dann gibt es ein offenes Fenster und dann wird einem halt Brot verkauft. Und jetzt gibt es hier Tarta Parija. Das, was Alessandra versucht hat. Und die ist wirklich sehr anders. Diferente. Total. Y también no es muy grasada esto. No es muy grasada esto. ¿No? Bueno. Está lecker. Wir fahren immer weiter nach oben. Die Vegetation nimmt ab. Um uns herum ist nur noch Trockenheit. Mit einem Mal fühlt es sich an, als wären wir mitten in der Sahara. Die Düne ist riesig und man fühlt sich sehr klein, wenn man auf der Spitze steht.
Man glaubt immer gar nicht, wie einen das aus die Puste bringt. Also, die Höhe, unglaublich. Ich bin jetzt gerade die Düne hochgelaufen. Das ist ja noch nicht wirklich weit. Aber bin völlig außer Atem. Und ja, hier 2,9, 2,8, 2,9, das merkt man schon richtig. Und die Düne ist echt voll krass. Erst ist die total weich und jetzt ist die total hart. Und guckt euch mal diese sauberen Linien an. Das ist unglaublich. Das ist wunderschön. Und hier geht es so steil runter. Da willst du nicht runterrutschen. Da kommst du nie wieder hoch. Also da ist die Düne einfach zu steil. Ja, total cool. Ja, die Wüste beginnt. Es geht los. Ha. Oh Mann, ist das beeindruckend. Unglaublich. Und es geht ja dann nochmal unendlich weit hoch. Also, ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, bis da oben hochzukommen. Hier sind zwar Fußspuren von anderen, aber ich bin's nicht. Ja, ich rolle da jetzt langsam wieder runter. Ah, mit der Schneckengeschwindigkeit. Naja, runter kann man ja rennen. Also, auf geht's. Ist ja geil. Richtig cool. Das macht Spaß. So, wir haben ein paar Kilometer vor uns. Komm. Wir verlassen die Straße, um einen Platz für die Nacht zu suchen. Das dauert natürlich nicht lange, denn es gibt ja sehr viel Platz hier. Wir stehen direkt an der Laguna Blanca, ein fast menschenleerer Ort. Ein Rückzugsort für Vögel und Vicuñas. Vicuñas sind verwandt mit den Guanacos und Lamas, nur sind sie etwas kleiner. Alle gehören zur Familie der Kamele. In der absoluten Stille hört man ihre Rufe. Es ist wunderschön. Es ist bisher nur der Anfang, aber man spürt, wie die raue Wildnis immer näher rückt. Die Wüste verzeiht keine Fehler und sie verschwendet nichts. Hier muss man anpassungsfähig sein. Guten Morgen. Haben wir gut geschlafen? Und es ist so ruhig hier. Das ist so unglaublich ruhig. Man hört nichts, gar nichts, nur wenn ich laber. Wir sind auf 3300 Meter, Laguna Blanca. Hier waren früher mal lauter Flamingos, die sind wohl, wenn ich es richtig gehört habe, im letzten Jahr alle an der Vogelgrippe gestorben. Aber es ist unglaublich, hier rennen Vicuñas rum. Ja, es ist total schön und man hört nur den Schrei oder den Ruf der Vicuñas. Und das ist ja so eine kleine Guanaco-Art, also so eine sehr wilde. Und die wohnen halt hier. Und es ist so schön, die rennen hier in Herden und machen ihren Ruf und das ist alles, was man hört. Und die Landschaft ist so beeindruckend, ist alles flach. Und wie gesagt, 3300 Meter. Hier ist nichts, gar nichts. Und es ist wunderschön. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Hammer. Ja, im Gegensatz zur Atacama-Wüste ist in der Puna gibt es wirklich auch noch Dörfer. Also in der Atacama ist ja eigentlich nur noch Minengesellschaften und viel Staub und große LKWs. Super beeindruckend, aber eben keine richtigen Dörfer mehr. Und hier in der Puna gibt es eben noch richtige Dörfer von, ja, also für uns, die sehen für uns schon sehr wie indigene Bevölkerung aus. Und wir fahren jetzt in ein Dorf, das heißt Peñón und das ist 3300 Meter hoch. Und da leben welche. Ja, sind wir mal gespannt. Und mich hat ja schon wieder die Höhenkrankheit geplagt. Aber es geht schon besser. Das hilft. Das Leben ist ja bekanntlich eine Reihe von Zufällen.
Als wir das Dorf El Peñón erreichen, fährt vor uns ein Schweizer Fahrzeug. Das Schicksal wird uns hier zusammenführen. Ja, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass hier Menschen wohnen. Also das ist total trocken geworden und wir können hier bestimmt 20 Kilometer weit gucken. Also unglaublich. Und das Dorf, das kommt jetzt erst noch. Und dann kommt sogar noch ein größeres, das heißt Sierra Antofagasta de la Sierra. Und man muss sich mal vorstellen, die Straße hier ist asphaltiert. Also insofern, wir können schon ganz gut fahren. Aber hier fährt kaum ein Auto. Das instand zu halten, echt unglaublich. Ja. Und jetzt sind wir auf 3800 Meter sind wir mittlerweile. So, wir haben Peñón auch gleich wieder verlassen, weil da gibt es nichts. Hier ist halt nur Wüste, hier ist halt weit und breit nichts. Und dementsprechend sind die Preise, uns ist das Trinkwasser ausgegangen. Wir hatten halt nicht viel Wasser. Und jetzt haben wir für 2 Kanister Wasser plus 2 schwarze Bananen und ein Alfajor 15 € bezahlt. Also schon ein heftiger Preis. Ja, aber gut, die wissen halt, dass man hier nichts kaufen kann. Dementsprechend ist das so. Und das Dörfchen, das ist da hinten. Ja, also Mini-Dörfchen, aber die einzigen Bäume weit und breit. Und jetzt geht es weiter Richtung Antofagasta de la Sierra. Und wir werden jetzt gucken, dass wir dort runter gurken, also in die Richtung. Und da werden wir uns einen schönen Vulkan suchen zum Schlafen, weil da soll es eine geile Ecke geben. Ja, da fahren wir jetzt hin. Trinkwasser haben wir, Essen haben wir auch, Hunde sind glücklich. Weiter geht's auf. Bist du fertig? Tu nunca me haces foto, me hago selfie sola. Ich mache dir super Fotos, echt. Das ist der Vulkan, glaube ich. Da. Es sieht zwar aus, als wäre es in greifbarer Nähe, aber die Distanzen sind enorm. Die Wege werden anspruchsvoller und überall sind Schilder, dass nur 4x4 Fahrzeuge erlaubt sind. Wir fahren eine Stunde in Richtung Vulkan, um dann festzustellen, dass wir nicht weiterkommen. Also fahren wir alles wieder zurück. Wir kommen dabei nur sehr langsam vorwärts. So, wir sind jetzt umgedreht und fahren wieder zur Hauptstraße zurück. Am Ende von der Straße war jetzt ein indigenes Dorf und man muss da so ein bisschen Respekt walten lassen. Also wir mögen das nicht, also wir halten es auch nicht für richtig, sich in die indigenen Siedlungen einfach reinzustellen mit dem Camper so und dann Wildcamping zu machen und zu sagen, ja, hey, hier sind wir. Also entweder findet man jemanden, sieht jemanden und kann fragen, hey, haben wir deine Erlaubnis, können wir uns hier hinstellen? Dann finden wir das okay, aber sonst machen wir das nicht. Deswegen fahren wir jetzt wieder hier raus und fahren noch ein Stück Richtung Antofagasta de la Sierra. Und ja, gucken, ob wir da was finden. Also jetzt hier soll es morgens früh soll es hier mal sehr, sehr windig sein. Und dann suchen wir uns lieber was, das ein bisschen windgeschützt ist. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Das ist richtig schön. Komm mal her. Total cooler Ort. Also wir sind immer noch auf 3300 Meter, ne? Und vor uns Schilfgras und die Lagune. Und da hinten haben wir schon gesehen, da ist eine ganze Lama-Herde, unsere ersten Lamas. Ach nee, ein Lama haben wir schon mal gesehen, das hat uns ja schon sozusagen begrüßt, als wir, wo waren wir in Salta, ne? Genau, also wir hatten ja schon mal einen ein Lama. Wir hatten ja schon mal einen Lama in Salta und hier ist aber eine ganze Herde und die sind halt viel zutraulicher als die anderen, weil die ja domestiziert sind und die anderen sind halt eben Wildtiere und die sollen wohl hierher kommen. Also jetzt sind wir mal gespannt, ob wir hier Lama-Besuch kriegen. Vielleicht kriegen wir Lama-Besuch. Juhu! El sol es muy fuerte. Es forte, ne? Tengo la cara aquí que estuve conduciendo totalmente quemada, creo. Das ist so krass, die Sonneneinstrahlung, das ist unglaublich heftig. Es brennt wirklich alles. Die Lippen brennen hier oben. Ich habe schon alles eingeschmiert, aber es ist schon wirklich heftig.
Wir sind sehr froh, dass wir weitergefahren sind. Hier haben wir ein kleines Paradies gefunden. Ohne den Wind ist es richtig schön warm. Wilma hat leider keine Energie mehr. Die Höhe bekommt ihr nicht gut. Doch wie ich vorher schon sagte, werden wir vom Schicksal geführt. Und nicht nur wir, sondern auch die Schweizer, die wir in El Peñón getroffen hatten. Alessandra meinte noch, ich soll da reinfahren. Sie meinte, komm, der Boden ist hart, fahr da rein. Und jetzt kommen gerade Freunde von uns, also die haben wir schon vorher getroffen, Schweizer. Und die sind reingefahren. Aber ihr seht ja, nicht allzu weit. Ich habe es gerade beim Ausbuddeln geholfen, aber ja, das Ding steckt fest. Und der Boden hier ist total krass. Also das ist so, naja, wie soll ich sagen, so salziger Seegrund. Und wenn man hüpft, dann wabbelt es wie Wackelpudding. Oben ist es zwar hart, aber unten drunter ist es nicht hart. Also deswegen, das ist schon richtig scheiße, wie so ein Salzsee halt. Jetzt gucken wir, ob wir das Ding hier völlig befreit kriegen. Die haben zum Glück genug Sandbleche dabei. Und wenn nicht, müssen wir halt gucken, dass wir uns gegenseitig da mal rausziehen helfen. Noch ist das Auto ja warm. Nach, ja, genau. So ist gut, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Jetzt. Perfekt. Weiter, 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 weiter. Yes, Eddie. Sehr gut. Dankeschön. So, alles fertig gepackt. Jetzt geht es mal schnell heute Morgen, weil wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist schon wieder 10:30 Uhr und wir müssen unbedingt tanken. Wir hatten eine wunderbar geile Nacht an dieser Lagune. Wirklich ein Traum. Graslandschaft, also wirklich unglaublich schön. Und hinten dran die Lagune und da hinten ist Antofagasta de la Sierra. Und dort ist der letzte Ort, an dem wir noch tanken können. Also wir haben jetzt, wenn wir noch alles fahren wollen, was wir fahren wollen, haben wir noch so 600 Kilometer vor uns. Wir haben noch Sprit für 300. Das heißt also, wir müssen tanken. Und jetzt haben wir gelesen, dass wir nur bar bezahlen können und dass der Sprit auch noch gepanscht ist mit Wasser. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das da hinkriegen in irgendeiner Art und Weise, mixen mit dem, was wir noch haben und dann hoffentlich das fahren können, was wir fahren wollen. Und die machen um 12 zu, wie immer hier, also müssen wir uns beeilen. Auf geht's! Vamos! Ja. Es ist ja schon gut, wenn man eine Tankstelle findet. Leider kann man hier nicht mit der Karte zahlen. Wir kratzen unsere letzten Pesos zusammen und tanken so viel wie möglich. Gracias. Ja, zeig dich mal in deiner ganzen Pracht. Ja, Antofagasta, total cool. Voll der kleine Ort mitten im Desert, aber grün. Total grün, also echt, wir haben nie damit gerechnet, dass wir jetzt hier nochmal Vegetation sehen. Ja, hat 2 Tankstellen, 3 Supermärkte, aber ihr müsst euch das mal so vorstellen, so ein Supermarkt dort ist natürlich nicht so, da nimmst du keinen Einkaufswagen und rennst da durch, sondern man kauft halt das, was gibt. Ja, also El problema más grande es que no aceptan tarjeta. ja, genau. Also wir konnten nicht mit der Karte zahlen. Das ist natürlich für uns echt blöde, weil Geldende. Sí, Und, tenemos solo 2.000 pesos. also wir haben noch 2 Euro jetzt und damit wagen wir uns jetzt weiter in die Wüste. Ja. Aber wir sind nicht mehr alleine. Wir fahren mit Adrian und Karin zusammen. Das sind die beiden Schweizer. Oh, jetzt ist es wieder laut hier. Wir fahren mit Adrian und Karin zusammen. Das sind die beiden Schweizer, denen wir gestern geholfen haben, aus dem Matsch da rauszukommen. Und das heißt, selbst wenn irgendwas schief geht, haben wir immer noch ein Backup. Ja, und jetzt geht es weiter zu einem ganz besonderen Ort. Das ist einer der surrealsten Orte hier in der Wüste. Und da sind wir total gespannt drauf. Ihr könnt auch gespannt sein. Auf geht's. Jetzt erstmal 160 Kilometer Rippelpiste durch die Wüste.
Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere unseren Kanal. So verpasst du kein Video mehr von uns und für dich ist es gratis. Man glaubt ja kaum, wie abwechslungsreich eine Wüste sein kann. Sanddünen, absolute Trockenheit und auf einmal ist man in einer Oase. Gefolgt von Staub, riesigen Vikunja-Herden und eiskalten Bergbächen, die trotzdem zum Baden einladen. Wir tauchen immer tiefer in die Hochwüste ein. Das ist der Ruf der Vikunjas. Unglaublicher Ort, mehr als 4600 Meter. Echt krass. Und immer noch Vegetation. Auf der Höhe in Europa ist Granit. Also da ist nichts mehr. Und hier gibt es ja wenigstens noch Gras und hier rennen auch noch Vikunjas rum. Das ist total krass. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Hügel. Es ist hier auch kein Wasser mehr. Das ist so beeindruckend. Völlig cool. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir heute noch, also wir haben jetzt noch 25 Kilometer bis zu unserem ersten Stopp und vielleicht schaffen wir sogar noch den zweiten. Also wir kommen relativ gut voran. Also ich bin vorhin 80 gefahren auf der Straße. So. Es ging wirklich gut voran. Ja, ist total krass. Hier geht es so steil runter. Da ist Motorbremse im zweiten Gang nicht mehr und unser erster Gang fliegt ja immer noch raus. Und jetzt muss ich den die ganze Zeit festhalten, damit wir hier nicht abkacken, weil das geht richtig steil runter. Also ich weiß nicht mal, ob ich hier hochfahren könnte. Hammerhart, ey. Das ist richtig krass. Was eine Mondlandschaft. Das ist ja wie Mars hier. Und wir müssen auf der anderen Seite wieder hoch. Das ist so krass. Aber es bleibt jetzt eh nichts anderes mehr übrig. Also jetzt geht es nur noch vorwärts. Nachdem wir endlich unten angekommen sind, erreichen wir den Salzsee von Antofalla. Unser Weg führt uns über den Salar, so werden die Salzseen hier genannt. Cool, erste Etappe geschafft. Wir sind in Antofalla. Und Antofalla, also das ist, also hier wohnen vielleicht 10 Leute. Also kann mir nicht vorstellen, dass hier mehr Leute wohnen. Und es ist 80 Kilometer bis zum nächsten Ort, wo man überhaupt Zivilisation findet. Echt krass. Und von hier geht es jetzt nochmal weiter, eben nochmal 80 Kilometer an den Ort, wo wir wollen. Aber ich glaube, wir bleiben hier, weil es war schon ganz schön anstrengend heute und die Hunde sind auch fertig. Und hier gibt es nicht viel. Hier gibt es ein Haus, da hinten ist Wüste, Desert. Und da sind nochmal 3, 4 Häuser. Das war's. Das ist Antofalla. Aber wie immer in Argentinien, ein Platz und ein Kinderspielplatz. Ja, also das müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt sind wir hier angekommen und total glücklich. Dachten auch, wir fahren jetzt noch ein kleines Stück weiter in die Natur und packen uns dahin. Nee. Also das hier ist Land der Ureinwohner. Und
ja, die patrouillieren hier und es ist verboten, hier zu campen. Und wir haben geguckt in der Overlander, die ganzen Plätze drumherum steht dann auch immer mal wieder drin. Na, in der Nacht kam die Polizei und hat uns da vertrieben. Und das ist total krass. Also wir dürfen uns wirklich nur hinter das Haus da hinstellen, also hinter das Haus, da dürfen wir uns hinstellen. Und da läuft der Generator, aber sonst dürfen wir uns nirgendwo hinstellen. Und alle anderen Plätze sind zu weit. Und das Gebiet von den Ureinwohnern, das geht jetzt noch für die nächsten 30, 40 Kilometer. Also wir müssten wirklich weit fahren. Haben jetzt überhaupt keine Lust drauf, also stellen wir uns dahin, wo der Generator ist und ertragen das sozusagen. Das ist die große Freiheit. Also das ist die Mega-Freiheit. Bist mitten in der Wüste und kommt einer an und sagt dir, da kannst du nicht stehen. Unglaublich. Naja, egal. Wir müssen mal dran halten jetzt hier. Schatzi, was gibt es heute zu essen? Ja, ist ja nicht immer Traumvan live, so von wegen, jetzt machen wir das vegetarische Hauptmenü nach 8 Stunden oder nach 6 Stunden Rippelpiste. Nein, heute gibt es was richtig Geiles und ganz Einfaches. Feijoada. Und No. Oh, Feijoada. no. Wisst ihr, was Feijoada ist? Feijoada ist das brasilianische Leibgericht. Das sind schwarze Bohnen, Wurststücken und irgendwelches Fleisch in der Dose. Und dazu machen wir Reis. Weil wir haben nämlich überhaupt keine Kraft mehr, sind völlig fertig, draußen ist arschkalt. Das gibt's heute zu essen bei Rothausbus. Feijoada. Este es el momento donde los errores ayudan. Ach ja, ja, stimmt, genau, da hast du recht, Alessandra. Wir haben das aus Versehen gekauft. Wir dachten, wir kaufen nur schwarze Bohnen und dann waren wir zu Hause so, oh nein, das ist so Dosenfutter. Und jetzt ist genau der richtige Augenblick für echtes Genau. Dosenfutter. Feijoada ist wie Hundefutter, nur besser. Also aus der Dose. Wenn es frisch ist, ist es super lecker. Ja, Feijoada mit Reis, das wird lecker. Und das sieht richtig gut aus mit Wurststücken drin und Fleischstücken. Rico, Rico. Wow. Und wie ist es? Sehr gut. Feijoada. Una perfecta cena para el día de hoy. Cansado, mucha carretera y todo. Ich glaube auch. Und vor allem mit ein bisschen Schaf drin ist es super lecker. Morgen, Guten Morgen. auf geht's, nächste Etappe. 75 Kilometer, das geht jetzt nochmal richtig steil bergauf und dann über den Salzsee. Das wird richtig fett. Und wir hoffen, dass wir das packen. Auto läuft ganz gut, bisher keine Probleme. Toi, toi, toi. Wir haben ausnahmsweise wirklich seit ein paar Tagen keine rote Leuchte, aber wir sollen ja den Tag nicht vom Abend loben. Nee, wie war das? Ja genau, auch gut. Lassen wir so stehen. Also, auf geht's, Baby. Vamos. Ay, 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 ay. Empieza bien este mañana, guter Anfang, ey. Nur Ripio, also wirklich der Todesripio und dann noch Sand, also 73 Kilometer jetzt. Wir kommen aber auch nicht wieder zurück, wir müssen hier durch. Also, was bleibt uns anderes übrig? Salzkristalle. Hier. Sehen aus wie Glas. Mein Kopf tut weh. Ja, du hast schon wieder Höhenkrankheit, ne? Ich glaube so. Und das Einzige, was, Ein bisschen Coca. genau, das Einzige, was dagegen hilft, sind eben Kokablätter. Con Bica. Und Bicarbonat, genau. A ver si funciona. Porque la verdad me duele aquí atrás. Man muss dazu sagen, dass alle, die hier oben wohnen, immer eine dicke Backe haben. Die haben alle eine dicke Backe. Und Kokablätter sind nicht gleich Kokain. Also der Wirkstoff, der da drin ist, der bewirkt in der Höhe, dass die roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff transportieren können. Und dadurch geht die Höhenkrankheit weg. Und man muss eben das Bicarbonat reinmachen, weil nur durch das Bicarbonat wird das Alkaloid aus dem Blatt rausgelöst. So, und dann stopft man sich das in die Backe und durch den Speichel vermischt sich das langsam. Und dann nimmt man das wirklich in ganz kleinen Minidosen auf. Aber diese Minidosis macht eben aus, dass man danach keine Kopfschmerzen mehr hat, keine Beinschmerzen mehr hat und eben diese 4000 Meter hier aushält.
die ersten 35 Kilometer haben wir. Und jetzt kommen wir zum nächsten Dorf. Dann geht es hier, oh, es ist so laut, das wird wahrscheinlich vom Ton her schrecklich. Nein, und dann geht es hier den Berg hoch. Und immer wenn ein Dorf kommt hier in der Wüste, kommen auch Bäume. Also hier steht kein einziger Baum, aber wenn man dann mal zu einem Dorf kommt, dann sieht man auch Bäume. Und dahinter ist dann die Straße, die sich diesen Berg hochschlängelt. Achtung! Seht ihr das da? Da ist das Dorf und da am Berg geht es danach hoch. So, jetzt sind wir hier oben in dem Dörfchen angekommen, aber das ist, ihr müsst euch mal vorstellen, hier leben Menschen. Wir sind auf fast 4000 Meter Höhe, hier ist nichts, das ist total, wir sind jetzt 35 Kilometer durchs absolute Nichts gefahren und dann kommt jetzt eben hier so eine kleine Oase und jetzt geht es dann, wie ich schon gesagt habe, den Berg hoch. Ja, richtig krass. Und jetzt verlassen wir die Region Catamarca und fahren in die Region Salta rein. Also jetzt hier genau ist die Grenze. Und ja, dann sind es jetzt, ich glaube, noch so 40 Kilometer bis zu unserem Ziel. Oder zu unserer Tagesetappe, sagen wir mal. Unser Ziel ist 380 Kilometer weiter im Norden. Alles Sandstraße. Hier folgt einer der härtesten Abschnitte, die wir je gefahren sind. Das ist nicht nur Wiese, die nass ist, sondern es geht auch noch steil nach oben. Wenn wir jetzt bremsen oder anhalten, dann rutschen wir den Berg einfach wieder runter. Ohne Differential, ohne Sperrung, ohne Sperrdifferential. Unglaublich, unglaublich krasse Nummer. Das war ja wirklich die krasseste Nummer bis jetzt mit Hermann. Oh mein Gott. Qué maravilla. La verdad nunca es Jede Kurve mit durchdrehenden Reifen. Also wir schaffen es nur, den Arsch rumzukriegen, indem wir einfach mit dem Heckantrieb rumschmeißen. Das ist viel zu steil. Wir dürfen nicht einmal stehen bleiben. Also wenn wir stehen bleiben, schaffen wir das nie hier hoch. Was das Fahren in Südamerika ja so unglaublich beschwerlich macht, ist Ripio. Und Ripio, naja, dein ganzes Auto wird durchgeschüttelt und du fährst wie auf einer Waschbrett-Piste. Und das ist genau das hier. Das ist das schlimmste Ripio, was es gibt. Und jetzt haltet euch mal fest, das ist nichts anderes als Schotter. Man kann jede einzelne Welle einfach wegwischen. Das ist einfach Schotter, der hier rumliegt. Das ist nicht hart oder so. Das heißt also, wenn die hier durchfahren, das wieder wegziehen, dann ist es eine glatte Straße. Aber jetzt fühlt sich das innen drin an, als ob man über übelstes Kopfsteinpflaster fährt. Das ganze Auto fängt an zu vibrieren und du hast wirklich keine Chance. Ja? Und das ist aber nur Schotter, es ist also nicht hart. Ja, unglaublich. Es ist nur das Duro. Hay que irse enfrente con, no sé, también con una bicicleta, con algo atrás. Sí, que limpia. Durch die Waschbrettpiste fahren wir natürlich sehr langsam. So haben wir mehr Zeit, die Natur und die Tiere zu beobachten. Wir entdecken sogar ein einzelnes Nando und dann sehen wir endlich unser heutiges Etappenziel. So, und jetzt haben wir es geschafft. Das Ding ist ja wohl richtig krass. Cono de Arita. Unglaubliches Naturmonument. Aber der Weg da vorne, das war jetzt der schlimmste Ripio wahrscheinlich aus ganz Südamerika. Und ist sogar eine Tür rausgeflogen. Ja, also es ist wirklich ein Schrank auseinandergeflogen und eine Zierleiste. Ist uns bisher noch nicht passiert. Also wir sind ja schon seit 1,5 Jahren unterwegs. Also insofern, das war schon richtig übel. Also haben wir es geschafft, jetzt suchen wir uns einen geilen Ort zum Nächtigen. Wir sind ja immer noch mit den Schweizern zusammen. Und das soll jetzt gleich hier um die Ecke sein. Bisschen windgeschützt hoffentlich, weil das pfeift richtig so. Und wir sind ja immer noch auf 3500 Meter Höhe. Und da schlafen wir heute die Nacht. Ja, das ist die Expedition unseres Lebens, der absolute Megaknaller. Wir sind jetzt hier mit unseren Schweizer Freunden an dem Pico angekommen. Das ist, die Höhe macht mir zu schaffen, ich kann gar nicht atmen. Es ist der Megasturm
Und es ist so surreal. Alessandra ist da hinten am Fotografieren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist dieser Kono, dieses absolut fette Ding. Und hier warten die Hunde auf mich. Ja, ich sitze hier mit denen, weil Wilma ist fertig und ist weit für die zu latschen. Und guck mir die Szenerie mit dem Sonnenuntergang von hier aus an. Oh, das ist so dermaßen mega fett. Oh, echt schön. Oh, was ein Traum. Also unglaublicher Ausblick. Das ist ein Salat, das ist platt, also so eine Salzsee. Und in der Mitte drinne ist dieses krasse Teil. Echt nicht zu fassen. Die Weite der Wüste ist nicht zu begreifen. Der Berg sieht aus, als ob er direkt vor einem liegt, und doch ist es unmöglich, ihn zu erreichen. Aus 2 werden schnell 10 Kilometer. Die klare Sicht täuscht unsere Augen. So, wir hatten eine echt beschissene Nacht. Wilma geht's richtig schlecht. Die hat gestern den ganzen Tag epileptische Anfälle gehabt. Heute richtig schlimm. Wir haben die gerade mal noch so aufgepäppelt bekommen, dass wir die raus aus dem Auto bewegen konnten. Die hat ins Auto gekotzt. Also geht's richtig schlecht. Also insofern, ja, egal. Wir müssen damit leben jetzt, wie es ist. Aber es geht ja weiter. Was sollen wir machen? Wir fahren jetzt zum Kono, also zu diesem Ding dahin. Und ja, da habe ich echt Bock drauf. Mal ran an das Teil. Das sieht echt fett aus. Naja, und Wilma liegt halt da hinten. Jetzt ist er halbwegs wieder fit. Hat gerade was gegessen zum Glück, auch was getrunken. Aber das ging jetzt gerade 2 Stunden lang. Also, naja, auf geht's, Baby. Auf geht's. Ja, und Alessandra ist total verbrannt von der Sonne, seht ihr das? El viento, los labios completamente seco. Oh Mann, ey. Aber it's amazing. Ja, es ist amazing, aber die Höhe, die Höhe, die zehrt schon an einem. Kostet schon ein bisschen Kraft. Heute nochmal 100 Kilometer und dann nochmal 100, dann sind wir hier raus. Also, auf geht's! Auf geht's! Das ist echt krass. Also ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal über den Salzsee gefahren? Das geht jetzt hier einfach mal 30 Kilometer geradeaus. Rechts und links von uns ist Salz und ja, die Straße ist ganz okay, kannst du mit 80 lang ballern. Ja. Echt voll cool, ne? Das ist ja geil. Und jetzt geht's zu unserer nächsten Etappe halt. Was ein beeindruckender Ort. Ich kann mich kaum fassen. Also ich kann es kaum fassen. Er ist ja schon wieder so ein surrealer Ort. Tolar Grande. Was sind das hier? 40 Häuser vielleicht. Und ist eigentlich eine Bergbaustadt. So. Und wir fahren jetzt auch gleich weiter, weil da gibt es nichts. Wir haben kein Geld, wo wir was kaufen können. Brauchen auch nichts und da gibt es auch irgendwie nichts. Das heißt, wir fahren jetzt gleich weiter. Und das ist so unglaublich surreal hier. Ist so ein bisschen grün. Und hinten dran schon wieder die Berge. Und man sieht schon wieder die Straße, die wir hoch müssen. Also wir müssen jetzt schon wieder über eine Bergkette rüber. Und die Straße, die wir hoch müssen, die geht halt wirklich, ich weiß nicht, seht ihr diese Bergkette da hinterm Auto? Und da geht es halt wirklich so gerade hoch. Naja, sind wir gespannt. Aber so krass wie gestern wird es wahrscheinlich nicht werden. So, Hunde haben gegessen. Wilma ist wieder halbwegs im Rennen. Halbwegs. Und jo, jetzt geht's weiter. Wilma, komm mal her hier. Komm mal her hier.
Komm mal her. Sie kommt auch nicht mehr her. Überall auf dem Hochplateau findet man Wasserlöcher. Sehr salzhaltige kleine Seen, die in allen möglichen Farben spiegeln. Trinken kann man das Wasser nicht. Und baden sollte man darin auch nicht. Das ist ja krass, oder? Also, wir sind jetzt an einem völlig surrealen Ort gelandet. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen. Hinter uns seht ihr ja schon die verlassenen, diese Ruine. Aber das ist gar nicht alles. Das ist eine alte Zugstation, so eine alte Trainstation hier mitten in der Wüste. Also irgendwie vor 100 Jahren haben hier Menschen gelebt und haben hier irgendwelche Minenarbeiten gemacht. Das ist echt krass. Ja, cooler Ort, um zu verweilen. Also, geile Fotos, das ist echt richtig krass. Unglaublich, ich bin so beeindruckt. Ich bin wirklich so, oh Gott, das haut mich hier schier aus den Socken. Also die Puna, das ist so einzigartig. Puna ist das Geilste, was wir bis jetzt erlebt haben auf der Reise. Also Pantanal war auch geil, feucht und viele Tiere, aber das hier ist, wow, das ist so ein Abenteuer. Ja, kommt mal mit, wir gehen da jetzt rein, ey. Das müssen wir uns mal angucken. Das ist echt krass. Hammerhart. Das ist ja heftig hier. Also ich habe eine Zahl gesehen von 1922. Ja, sie ist alles rausgerissen, die ganze Isolation und Leute drin gewohnt, Fischdosen und so ein Kram. Ja, da steht der Hermann. Ja, und das, was mir als erstes aufgefallen ist, die Radlager sind von SKF. Also der Zug fährt mit den gleichen Radlagern wie wir. Ist ja geil. Ach, es gibt Futter. Ja, komm. Und da. So ist fein. Wulli, komm her. Ja, ich bin ja schon froh, dass er wieder isst so ein bisschen heute, aber das sieht ganz, ganz schlecht für die Kleine aus. Jetzt sieht sie gerade gut aus, aber der geht's wirklich nicht gut. Hat gestern den epileptischen Anfall gehabt, heute ganz, ganz schlimm. Kriegen die nur mit ganz viel Zucker wieder gerade gebogen. Die muss wirklich muss ich nachts aufstehen und der essen gehen, sonst fällt die um. Und jetzt ist sie wieder gut drauf. Guck mal, will mal da? Was ist denn da? Jo. Guck mal da. Jo. Da müssen wir langsam Abschied nehmen. Das ist halt einfach so. Ist traurig, aber es ist so. Das gehört dazu. Na, Dicke. So, wir hauen jetzt gleich hier rein. Es geht da runter. Jetzt unsere Puna-Reise geht dann auch langsam dem Ende entgegen. Die Puna-Wüste, die geht noch, es sind jetzt noch so über 100 Kilometer, aber es kommt noch ein richtiges geiles Highlight. Da unten, man sieht es schon, aber natürlich hier schwierig in der Kamera. Da unten ist das Desierto del Diavolo. Und das soll die schönste Wüste der Welt sein, also eine der schönsten Wüsten. Desierto del Diablo heißt auf Deutsch die Wüste des Teufels. Um uns herum färbt sich alles in Rot. Rotem Staub, der in jede Ritze von Hermann eindringt. Echt staubig, ey.
Also, Che paisajes, che otro planeta. total, ne? Also das war wirklich unglaublich. Wir sind total zugestaubt, alles ist rot, es ist ja alles nur rot. Und das ist auch kein Gestein, das ist nebendran alles weich. Also wenn man da drüber läuft, dann sackt man da ein. Und ja, Desierto del Diablo, unglaublich. Also ein echtes Geschenk. Danke Argentinien, danke. Also bleibt im Herzen, ne? Ist da ein Nuestro Corazón, das passiert wird. Oh, schön. Jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter und suchen uns einen Schlafplatz. Wir sind weiter unten, umso weiter unten, umso wärmer ist es. So krass, das war so kalt heute Nacht. Wir haben echt Eisblumen am Fenster. Innen. Wir haben innen Eis. Und die Heizung läuft schon die ganze Zeit. Wasser geht nicht mehr, ist eingefroren. Ja, das war richtig krass. Harte Nacht. Jetzt gucken wir mal, dass es alles wieder warm wird. Ich hoffe, dass der Dieselfilter nicht eingefroren ist. Der Diesel ist ja kein Winterdiesel hier. Der geht gerade mal bis -2 Grad vielleicht. Ja. Ja, und dann müssen wir noch eine Weile warten, bis die Sonne das Auto aufgewärmt hat, bis wir weiterfahren können. Ich mache erstmal Frühstück. Ja. Ich habe Hunger. Halber Meter neben dem Tod. So, voll krass. Wir fahren jetzt den letzten Berg runter und wir sind so lange jetzt durch den Staub gefahren, dass die Bremsscheiben total voller Staub sind, die Bremsbacken auch. Und bis das erstmal angefangen ist zu bremsen, also jetzt geht's. Ja, jetzt muss ich da schon ordentlich drauflatschen, aber es geht. Ja. So, und am Anfang hat es gar nicht gebremst. Ja. Also richtig krass und es geht hier schon ganz schön steil bergab. So, jetzt fahren wir von 4.600 auf 3.700 auf 3.300. Da müssten wir dann endlich auch was einkaufen können. Und dann wollen wir eigentlich wahrscheinlich gleich runter bis nach Salta, weil die Situation da hinten, die hat sich nicht verbessert. Und ja, es ist schweren Herzens, aber ich denke, das werden so die letzten Tage jetzt von Wilma sein. Te recuerdo. Vengo, Mit unserer letzten Kraft fahren wir die restlichen 170 Kilometer bis zur Stadt Salta. Die Straße ist durch den Regen an vielen Stellen weggespult. Wir wollen aber unbedingt heute noch ankommen. Wir haben es geschafft, ey. Ja, wir sind in Salta. Wir sind wieder in der Zivilisation. Genau. Das war ein Abenteuer, oder? Total. Also definitiv unser größtes Abenteuer bisher in Südamerika. Das war richtig krass und Hermann hat es richtig gut gemacht. Ja. Wir sind gestern noch in einem Gewaltakt bis nach Salta gefahren. Das war echt anstrengend, aber Wilma geht es wirklich nicht gut. Wir brauchen hier einen Ort, wo wir Infrastruktur haben. Wie es da weitergeht, wissen wir jetzt nicht. Aber ja, unbedingt. Wir brauchen eine Dusche. Genau, wir müssen uns endlich mal waschen nach 6 Aber Tagen. es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn, ja. Ja. Genau. Danke fürs Schauen. Genau, und danke für die liebe Unterstützung bei PayPal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.